Hallo Leute, hier ist der Tobi von blenderhilfe.de. Ich will euch in diesem Video mein aktuelles Projekt vorstellen, meine aktuelle Produktion, nämlich den Workshop über Vertonung und Sounddesign und dazu eine Sample-Datenbank. Weil zur Vertonung braucht man natürlich hauptsächlich Samples, also man braucht Material, mit dem man arbeiten kann. Und dieses Projekt ist wesentlich größer geworden, als es geplant war. Und ich bin total überzeugt von diesem Ding, das ist wirklich super. Sowas hätte ich mir die letzten 20 Jahre gewünscht, seitdem ich eigentlich Musik am Computer mache. Hätte ich mir so eine Sample Library gewünscht, die ich jetzt selber produziert habe. Und ist aber normalerweise unerschwinglich. Also so eine Sample Library kostet normalerweise Hunderte oder beziehungsweise Tausende von Euros. Und mein Projekt richtet sich an alle, also das kann sich wirklich jeder leisten. Und es ist professionell, also es ist in HD Audio, also 24-Bit, das meiste in 96 kHz, mit verschiedenen Mikrofonen aufgenommene Samples aus diversen Sparten. Eigentlich, ich habe versucht, alles für euch aufzunehmen, was man zum Vertonen braucht. Das sind eben 12 verschiedene Sample Packs geworden. Es sind insgesamt an die 10.000 Samples, so 50 GB. Wir sind auch immer noch in Produktion, es kommen ungefähr noch 1000 Samples dazu. Und ich produziere momentan die Tutorial-DVD fertig, wo man eben lernt, wie macht man so eine Vertonung für Spiele, Filme, Videos, Animationen, Hörspiele natürlich auch, eigentlich alles, wo man Ton braucht. Und das macht natürlich viel aus. Eine Animation mit einem guten Sound wirkt ganz anders als eine Animation, wo der Sound schlecht ist oder wo gar kein Sound drunter ist. Relativ simpel, intuitiv und macht echt Spaß. Ja, vor allem wenn man gutes Material hat, mit dem man arbeiten kann. Also der Anspruch war, eine komplette Datenbank zu erstellen mit allen Sounds, die man braucht, egal was man macht. Ob man jetzt eine Mittelalter-Szene hat oder eine Science-Fiction-Szene, eine Action-Szene, eine Fantasy-Szene. Und jetzt kommen immer ein paar Fragen von euch, nämlich wann wird es veröffentlicht, was wird es kosten und wie ist es lizenziert. Unsere Deadline ist am 1. November, beziehungsweise jetzt am 14. Oktober 2013 soll alles fertig sein. Sollen die Sachen im Kasten sein, sortiert sein und fertig sein. Es wird am 1. November veröffentlicht, es wird so zwischen 20 und 40 Euro kosten pro Pack. Es wird auch das komplette Pack natürlich geben. Dann, wie wird es lizenziert sein? Also die Samples, wenn ihr die gekauft habt, dann könnt ihr die für alles verwenden, was ihr wollt. Und zwar auch für kommerzielle Produktionen. Dann noch kurz zu den Tutorials selber und zum Programm, das ich nutze. Ich mache seit 20 Jahren Musik und Vertonung am Computer und habe früher mit Logic gearbeitet. Dieses Programm wurde aber leider aufgekauft von Apple und seitdem gibt es es nicht mehr für einen PC. Und dann musste ich irgendwann umsteigen und habe dann mir viele Jahre Zeit genommen, ein neues, ordentliches Musikprogramm zu suchen und zu finden und habe wirklich alles ausprobiert. Und ich wollte eigentlich ein Open-Source-Programm nehmen, muss aber da leider sagen, ich habe keins gefunden, das meinen Ansprüchen genügt hat. Es gibt ein paar interessante Open-Source Audio-Workstations, aber die sind leider noch nicht ausgereift. Deswegen musste ich dann im kommerziellen Bereich suchen und habe mir wirklich alles angeschaut, was es gibt. Ich habe mir alle Testversionen runtergeladen und versucht, mit denen zu arbeiten und habe mir das Beste rausgesucht. Und meine Kriterien waren, es muss relativ günstig sein, es soll jetzt nicht 500 Euro kosten, das Programm. Dann es soll professionell sein und viele Funktionen haben und es soll gleichzeitig intuitiv sein, möglichst intuitiv. Und Reaper ist eben wirklich super intuitiv, super günstig, fast geschenkt und wahnsinnig professionell. Mit meinen Tutorials lernst du eben die Grundlagen, was machen die Effekte, wie mische ich, wie vertone ich einfach verschiedene Projekte von Games bis Videos bis Hörspiele. Gut, soweit zu dem Drumherum. Schauen wir uns am Computer an.
So, hier seht ihr also die Arbeit vom letzten Jahr und das sind die 12 Packs. Es werden vielleicht noch 2 dazukommen. Es sind momentan 9000 Dateien in 102 Ordnern. Erstmal kurz zur Ordnerstruktur. Ich kann euch jetzt nicht alles zeigen. Das würde nämlich Stunden dauern, ohne Witz. Also ich habe es gerade versucht schon mal aufzunehmen, es hat ewig gedauert. Also zur Sortierung. Es gibt diese Hauptordner, die sind selbstredend, würde ich jetzt mal sagen. Sollen sie auch sein, damit man sich eben gut zurechtfindet. Und es gibt jeweils eine Unterebene. Und zwar immer genau eine Unterebene. Nicht mehr und nicht weniger. Einfach der Übersichtlichkeit halber gibt es in jedem Pack nur eine Ordnerebene. Genau, hier haben wir also die Atmos von Menschen. Zum Beispiel hier im Restaurant. Einfach so verschiedene Hintergründe für wo immer auch Menschen sich so rumtreiben. Und Essen und Trinken ist auch selbstredend, würde ich sagen. Also Essenssounds, vom Geschirrklappern bis Kauen von verschiedenen Sachen, Gläser abstellen, anstoßen, Gläser einschenken, solche Geschichten. Dann die Haushaltsordner, die kann ich jetzt nicht extra durchgehen, weil das ist echt viel Zeug. Da habe ich einfach alles aufgenommen, was man so macht. Also, und das über Monate. Sieht man hier Bad, Toilette, Büro, Küche, Möbel und Einrichtung. Also das von Braten, Lochen, Schere, Schreiben, solche Sachen. Möbel und Einrichtung ist dann eher so Klappen und Schubladen und Türen auf und zu machen. Ja, persönlich sind eben so Atmen und verschiedene Sachen, Schluck auf, Räuspern, Schnarchen, solche Sachen. Dann die Schritte, also Schritte auf verschiedenen Untergründen sind relativ wichtig, mit verschiedenen Schuhen. Sieht man hier immer Schuhe A, B, C. Das sind verschiedene Schuhe, geht bis G durch, dann im Wald. Ja, das war jetzt mal der Menschenordner. Dann der Materialienordner ist, glaube ich, auch ziemlich selbsterklärend. Es sind halt verschiedene Oberflächen. Und was da noch ein bisschen raussticht, ist Tuch und Kleidung. Und hier das Fruchteffekt, das ist ein sehr kreativer Ordner. Die kann man für viel verwenden, die Sounds. Das sind von Eierschalen bis Melone, Paprika. Und zwar jeweils zerreißen, zermanschen, zerbrechen, werfen. Jedes Gemüse macht einen anderen Sound. Gut, das war also der Materialienordner, da sind so die ganzen Grundmaterialien drin, Holz, Stein und sowas. Action, da haben wir die Crashes, eine sehr große Crash-Library. Kann man eigentlich sagen, Bausatz für alle möglichen Crashes. Hören wir mal einen an. Das sind natürlich hunderte davon, und zwar in Rohform, in gemixter Form, also schon ein bisschen komplexer und gestretched, dann wirkt es ein bisschen größer. Können wir auch mal was anhören. Solche Sachen sind hier drin. An Explosionen, versteht sich von selbst. Druckwellen, verschiedene Einschläge. Noch weiter weg. Subbässe für Explosionen, natürlich auch immer wichtig, dass die untenrum ordentlich Bass haben, die Dinger. Da kann man noch einen schönen Bass drunter legen. Also ganz viele Explosionen, das geht noch ewig so weiter. Dann hier Feuer, da kommt aber noch mehr dazu. Verschiedenes Feuer einfach. Dann die Kampf-Library, das sind verschiedene Schlagsounds, könnte man sagen, auf verschiedenen Oberflächen. Bei den Kampfsounds sind dann auch Schwerter dabei, hier. Schwert ziehen zum Beispiel. Oder solche Sounds. Also ganz verschiedene Schwertsounds. Dann hier eher so Kriegssounds, also Explosionen, Raketen, Kugelhagel, Querschläger, ganz viele MGs und verschiedene Schüsse.
Dann hier noch den Silvester-Pack, da sind Silvester-Sounds drauf. Das hört sich oft an wie am Kriegsschauplatz der Hintergrund. So. Das sind solche... Gut, dann Wushes und Subbässe. Ich bin schon wieder bei 7 Minuten, na egal. Wushes und Subbässe. Subbässe ist klar, das sind die ganzen dröhnenden Kinobässe, die untenrum immer sind. Die braucht man eigentlich für alles. Und Wushes und Swishes braucht man eigentlich auch immer. Das sind so Swish-Sounds eben oder Whoosh-Sounds. Dann Natur ist relativ groß, da sind Katastrophen drin, also Sachen wie Sturmfluten, Erdbeben, Hochwasser, habe ich ein bisschen was zusammengestellt. Dann Natur, Atmos, also zum Beispiel Urwald. Oder Grillen. Oder am See. Hier zum Beispiel im Wald. Also diese Sachen. Dann Wettersounds, also Regen, Donner, Blitze, Wind, ein ganzes Windbausatz könnte man sagen. Dann natürlich Tiere, Insekten, alle möglichen Hunde, Kühe, viele Vögel natürlich, Pferde, Hufe, Reiten. Verschiedenes Reiten, Wolfsgeheul, Walgesänge, ganz viele Sachen. Das war der Naturordner. Dann kommt Wasser. Da ist so Überwasser und Unterwasser ganz wichtig. Splashes. Und Atmos. Brunnen, Bäche. Solche Sounds. Ganz verschiedene. Und die kann man auch sehr kreativ einsetzen. Das Überwasser und Unterwasser sind zum Beispiel so Blubbern von Tauchern. Es ist wirklich unter Wasser aufgenommen worden. So verschiedenes Tropfen, alles Mögliche. Gut, ich bin schon wieder bei 10 Minuten. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, weil ich will euch ja nicht langweilen. Jetzt habe ich hier Technik. Also da ist Handwerk, Bau, Elektronik und Elektrik, Maschinen und Motoren, Schalter und Knöpfe, Türen und Tore ist hier drin. Das ist auch ein sehr wichtiges Pack. Zum Beispiel bei Maschinen und Motoren haben wir hier auch so solche Sounds, die kann man auch alle sehr kreativ einsetzen. Dann ganz viele Maschinen, Hydraulik, Luftdruck, Mechanismen, Motoren, verschiedene Servos, Staubsauger, Maschinen. Also das ist alles hier drin in Technik. Verkehr und Transport ist klar, Fahrrad, Flugzeuge, Schiffe, Straßen, Züge und Bahnhöfe. Science Fiction sind eben so Sachen wie Maschinen, Raumschiffe, Roboter, Scanner, Schleusen, Türe, Tore. Kraftfelder, Computer, Interface, Sounds, solche Sachen. Also für so Interface und Computersachen, Raumschiffantriebe, Science-Fiction-Fahrzeuge, Roboter natürlich. Also und das sind wirklich viele Sounds, die Science Fiction sind 1200 Sounds, 4 GB. Fantasy und Kreaturen ist wichtig, da ist der ganze Magieordner sehr wichtig, verschiedene Magiestöße. So verschiedene Zaubersprüche. Dann hier Zombies und Orks. Trolle, Gnome und Kobolde. Verschiedene Sachen. Monster, Gnome, Kreaturen, Trolle.
Dann hier Dinosaurier und Drachen. Also das sind jetzt nur ein paar von den Hunderten, die da drin sind. Dann Geister, so Geisterschiffe und solches Zeug. Kreaturen-Schritte, da muss ich noch was machen, die werden noch aufgefüllt. Auch so für Dinosaurier und so sollen hier Schritte reinkommen. Die muss ich noch produzieren. Meine Vocal Effects sind dann eher so Comic-Effekte. Also kreative Sachen. So Comic-Effekte halt. Das ist schwer zu kategorisieren. Und dann kommen die letzten zwei Sachen. Effekte, die man mit Instrumenten erzeugt hat und Effekte, die synthetisch erzeugt worden sind. Hören wir da mal rein. Also wir haben hier String Effects. Also es geht eher in die Richtung Effekt. Es ist nicht, hat keinen musikalischen Charakter. Es geht eher in die Richtung Effekt. Wobei man natürlich bei Film und Animation und so mit solchen Dingern auch Musik machen kann. Also man kann auch die ganze Stimmung von einem ganzen Film nur mit solchen Sounds auskleiden. Das sind einfach dann Piano-Effekte. Also auch solche Sachen. Theremin ist so ein Synthesizer-Ding, auch ganz interessant. Trommeln, hier kommt auch noch mehr rein. Und bei Trompete. Also verschiedene Trompeteneffekte, sehr coole Sachen. Und hier in den synthetischen Effekten, da haben wir 8-Bit-Arcade-Sounds, also diese typischen Chip-Tunes. Die haben wir auch selber gemacht übrigens, die sind nicht geklaut oder so. Hier ist alles selber gemacht. Da ist nichts von irgendwo genommen oder sonst was, ist alles selbst produziert. Dann hier die Atmo, Science-Fiction-Hits. Das sind einfach so synthetische, kürzere Sounds, also Hits. Dann hier ist eigentlich das ist der Hauptordner von diesem Ding. Das sind die Atmos, Science-Fiction und Horror-Atmos. Also auch ganz verschiedene kreative Sounds. Ja, und hier haben wir noch Synth-Effekte. Und hier die Synth Retro-Effects. Genau. Auch sehr interessante Sachen noch drin. Ja, also das war jetzt mal so ein kurzer Überblick. Es ist trotzdem ziemlich lang geworden. Sorry dafür, aber ich habe es einfach nicht kürzer hinbekommen. Ich habe es ein paar Mal jetzt versucht aufzunehmen. Wenn du Ideen dazu hast oder wenn dir irgendwas aufgefallen ist, schreib mir wie gesagt eine E-Mail an tobi@blenderhilfe.de. Und das Ding kommt am 1. November rum raus. Und es wird natürlich weiterhin dann auch wieder 3D-Sachen geben. Also ich mache schon immer Sound und 3D kam eigentlich erst später dazu. Und deswegen war es nur logisch, dass irgendwann auch in die Richtung was kommen wird. Und ja, danach wird es natürlich auch wieder Blender-Tutorials geben und ein Blender-Buch sogar und noch einiges mehr. Also bis bald. Tschüss!